Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch hier, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner durchgefrorenen Baustelle für euch. Es ist wieder Samstag, das bedeutet, heute gibt es ein neues Videotagebuch. Jawohl, auch diese Woche haben wir wieder einiges geschafft. Ich gebe zu, nicht ganz so spektakulär wie die letzten Wochen, wo wir hier so viel Spezialkram gezangelt haben. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht schon hinter mir, ist wieder so ein Haufen Schutt und so weiter. Und wo der wegkommt und warum ich auf einmal hier so vernünftige Sachen trage, das klären wir im heutigen Video. Ich würde sagen, viel Spaß beim Anschauen und wir sehen uns am Ende nochmal. Ja, wie schon gesagt, ist tatsächlich das heutige Video ein bisschen unspektakulärer. Wir kommen wieder so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen, mit, ich sag mal, ganz normaler Arbeit. Ja, man kann ja nicht jeden Tag hier so einen Leimbinder hier reinbasteln oder irgendeine riesen Säule bauen. Hier sieht man, die Kollegen machen hier das Fachwerk fertig, beziehungsweise verbinden das mit dem Leimbinder und bauen da noch schöne Kopfbänder ein. Die sind im Prinzip selbst gebaut. Das sieht man hinterher auch nicht. Das heißt, hier geht es wirklich nur um Stabilität und Statik, dass das vollständig hält da letzten Endes. Also keine Sorge, ne? Das mussten wir nicht in Eichenholz und schön machen, das muss nur halten. So geht es jetzt hier oben weiter. Wie man sieht, wir haben jetzt hier die ganzen Pinne hier drauf befestigt auf dem Leimbinder. Und zusätzlich bekommen die tragenden Deckenbalken, also sprich die komplett über das gesamte Haus rübergehen bis hinten hin. Einige sind ja hier nur aufgedoppelt, also jeder zweite ist ja nachträglich reingekommen. Also jetzt die echten tragenden Deckenbalken. Die kriegen noch jeder ein Kopfband zusätzlich, was hier sieht man, der eine ist schon mit Holznägeln befestigt und die anderen folgen noch. Und die kommen hier oben noch rein, um eben zusätzliche Stabilität hier auf diese Hausecke zu bringen. Und dann kann man sich sicher sein, da passiert nie wieder was. Ja, und während die Kollegen drinnen am Zangeln sind, kann ich draußen so ein bisschen aufräumen. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn man jetzt hier so, wir haben hier 2 Wochen mehr oder weniger jetzt voll Gas gegeben mit dem ganzen Spezialkram, mit den Betonpfeiler, mit dem Leimbinder und so weiter und so weiter. Da macht man natürlich nicht ganz so viel, ja, also jetzt im Sinne von aufräumen. Das heißt, wir haben immer nur alles hier auf den Haufen geschmissen, aber ja, das wandert ja nicht von alleine weg. Also da muss man sich auch zwischendurch drum kümmern. Ich habe lange gehadert, was ich mit diesem Holz machen soll. Und habe gesagt, komm, weißt du was, bevor du das jetzt noch 8-mal in der Hand hast, weil du es von A nach B schlürst und dann wieder zurück und so, komm, weg damit, ab auf den Anhänger. Und weil das kannst du ja relativ einfach entsorgen. Osterfeuer und so ist ja nicht. Und ich habe jetzt auch tatsächlich, Leute, keine Muße, das alles jetzt hier klein zu schneiden und dann in den Ofen zu schieben oder was auch immer, ne? Also das ist einfach so, wo ich dann sage, nee, komm, da habe ich jetzt im Moment echt keinen Bock drauf. Und deswegen klein machen, weg damit. Und dann soll es das gewesen sein damit. Haha, Freunde, und diese Woche ist wieder was richtig Cooles passiert. Und zwar ist die nächste Hilfslieferung angekommen für mich hier auf meine Baustelle. Ich hatte mal die Firma Burgia Sauerland angeschrieben. Das ist wer es jetzt nicht kennen sollte, ich denke mal die meisten kennen es, ist halt ein Anbieter, ein Hersteller von Arbeitsklamotten und zwar richtig coolen. Und der habe ich mal angeschrieben und gesagt, Mensch Freunde, ich sehe hier immer aus wie die letzte Keule auf meiner Baustelle und so. Und hättet ihr nicht Interesse, mir mal so eine Hose und Pulli zu schicken, dass ich mal über den Winter komme, weißt du? Und da habe ich mit den Kollegen telefoniert von Burgia Sauerland und sagte, ja, kein Problem, sag mal die Größe und so, schicken wir dir eine Kleinigkeit zu. Ja, eine Kleinigkeit, Freunde, sag mal, seid ihr alle verrückt oder was? Eine Kleinigkeit, das ist ein ganzer Karton hier, ein Kubikmeter an geilem Scheiß. Ich habe da nur mal so grob reingeguckt, also das geht von Softshelljacken, Latzhose, Pulli, Arbeitshandschuhe und auch hier, also Mützen ist natürlich jetzt für den Winter tipptopp. Vor allen Dingen, was ich auch noch nie gesehen habe, eine Mütze mit Licht. Ja, das ist natürlich sehr geil. Wenn man hier im Dunkeln dann rumeiert mit dem Dumper und ich muss da überall rum, dann habe ich auch mal ein bisschen Licht. Das ist schon eine coole Sache. Das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Arbeitsschuhe habe ich da auch drin gesehen. Das muss ich mir gleich erstmal alles genau angucken, was das ist. Und also ich freue mich ja wie ein kleines Schulmädchen. Ne? An der Stelle ein herzliches Dankeschön an die Firma Burgia Sauerland, dass ihr so cool seid. Und ich sag mal so, wenn einer von euch Zuschauern Interesse dran hat, ich kann mal in die Kommentare hier, ich kann mal in den Dings reinschreiben, wenn euch das Produktportfolio von der Firma interessiert, die haben wirklich tolle Sachen, deswegen bin ich überhaupt auf die erst zu sprechen gekommen. Also ich glaube, davon werde ich einige Sachen in der Freizeit tragen, ja, weil die echt cool sind. Und wir sehen es mal. Ich zeige euch gleich mal, was ich da so gekriegt habe. Ja, unter anderem Latzhose, Thermoshirt, Softshelljacke, Thermo-Softshelljacke, Pulli und natürlich eine super coole Mütze.
So Leute, ihr habt es gesehen, da war einiges ziemlich cooles Zeug dabei und ich muss auch sagen, so beim Tragen, ich fühle mich auch gleich, als könnte ich auf einmal viel mehr. Ne, so als hätte ich jetzt so einen Kompetenz-Plus gekriegt, einfach nur mit neuen Klamotten. Das ist ja, man sagt ja immer, Kleider machen Leute, das gilt nicht nur für Anzüge, das gilt auch tatsächlich für Arbeitskleidung. Ja, ja, ich kann an dieser Stelle nur sagen, Leute, an das Team von Burger, ich freue mich total. Ich weiß das sehr zu schätzen, ich weiß ganz genau, das ist nicht selbstverständlich, nur weil einer anruft und sagt, hier, ich habe so einen kleinen YouTube-Kanal, könnt ihr mir mal vielleicht was spenden, dass das tatsächlich einer macht. Ja, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr zu schätzen und ja, dass ihr das ernst genommen habt und mir wirklich auch was geschickt habt und ich das jetzt hier benutzen kann, finde ich total super. Ich kann es wirklich gut gebrauchen und dank eurer Lieferung brauche ich, glaube ich, auch den Rest meiner Baustelle mir keine Gedanken mehr, um Arbeitskleidung zu machen und ich muss sagen, ich kann nur sagen, das passt alles perfekt. Ich bin total zufrieden. Ich freue mich einfach total, ja, weil das, ja, das ist echt cooles Zeug, Leute. Ne? Kann ich nicht anders sagen. Dankeschön. Großes Dankeschön an dieser Stelle. So, als nächstes geht es jetzt um diese Ecke hier hinter mir. Also die Innenschale ist ja klar, die muss ich wieder hochmauern. Aber es geht vor allen Dingen auch noch um die Wand hier. Das ist ja auch so eine Porotonwand, die aber auch jetzt nicht gerade so Deluxe gebaut wurde. Wie man sieht da oben, das ist einfach nur so ein Loch da drinne. Und ja, auch keine Anbindung und so weiter. Und die Holzträger, die da oben noch so halb liegen, die müssen sowieso raus. Und dann haben wir hin und her überlegt, vom Aufwand her, was ist besser? Ne? Wir haben ja auch so ein bisschen Erfahrung jetzt gehabt, da hinten mit der Porotonschale, die letzten Endes komplett am Murks war. Und hier jetzt auch gesagt, komm, weißt du was? Wir reißen die Scheiße raus und machen sie lieber nochmal neu, weil das da oben sowieso in diesem Anschlussbereich, da würden wir uns komplett umbringen da oben in diesem Bereich, um da weiterzumachen. So, und dann sind wir gestern mal, weil letzten Endes fängst du ja nicht unten an, sondern du fängst ja oben an zu arbeiten. Und dann haben wir uns das oben mal in Ruhe angeguckt und das ist ein bisschen katastrophal, Freunde. Also das ist die Wand jetzt im Obergeschoss. Na, dieses Stück müsste praktisch weg. Wie man sieht, ist nicht sehr viel. Aber da oben liegt ein Holzbalken drauf, ein Holzträger. Der geht hier auch komplett rüber. Und wir haben halt festgestellt, dass alles, was hier so konstruiert war, dass das überhaupt gar nicht, ja, von der Statik her überhaupt nicht hinkommt. Wir haben jetzt hier schon mal einen Ständer drunter gestellt, dass wir, also der geht komplett durch, bis unten hin, bis in eine Dele runter. Ja, um das Ding erstmal abzustützen. Das ist praktisch so eine Konstruktion hier, die auch was mit der Gaube zu tun hat. Wenn man jetzt hier so rüber geht, dann geht das praktisch hier rüber in die Gaube. Und ja, die Gaube, das ist so eine katastrophale Geschichte. Die steht aber hier unten, genauso wie die kleine Gaube in dem Anbau, steht auch diese Gaube mit dem untersten Balken, wo ja praktisch das Gewicht drauf steht, nicht auf der Außenwand. Die Außenwand ist erst da hinten. Ja? Die steht also auch hier auf der Balkenlage. Und das kann man jetzt wahrscheinlich im Video nicht wirklich erkennen. Aber diese ganze Gaube neigt sich so langsam, ja, die geht da hinten runter. Also ich sage, das kann man jetzt auf dem Video schwer erkennen, aber in Realität, man sieht auch so ein bisschen, da ist schon so Knick drin. Also das ganze Ding drückt sich hier runter und es ist auch so eine Neigung drin. Also die biegt sich in dem Bereich runter. Und auch hier ist das eben alles nicht so Deluxe und im Sinne dessen haben wir hier oben auch noch mal geguckt. Also hier ist ja auch so eine katastrophale Dachkonstruktion und haben dann gesehen, dass hier auch schon die Balken, die sie hier eingebaut haben, dass die auch schon aufgeplatzt sind. Ja? So, die haben also auch schon unter der Last praktisch, sind die schon aufgerissen. So, das bedeutet, der Dachstuhl ist im Prinzip genauso im Arsch. Ja? Auch hier haben sie wunderbarerweise Pin Nummer 1 abgesägt. Das da war nur so ein kleiner, nicht tragen so wirklich. Pin Nummer 2 abgesägt. Pin Nummer 3 abgesägt. Die haben 3 Hauptsparren abgesägt von irgendwie 8 oder was. Ja? Und haben das dann hier einfach nur unten auf, hier so auf gut Glück einfach da unten drauf gestellt. Und naja, vielleicht hält es ja. Ja, Freunde, diese katastrophale Konstruktion von diesem Dach, ja, das ist ja ein alter Eichenholz-Dachstuhl. Den haben die komplett zersägt, wo es nur geht. Und ja, das wird wahrscheinlich jetzt dazu dann führen am Ende, dass wir hier nicht mehr viel retten können. Da bin ich natürlich jetzt nicht gerade begeistert drum. Wir haben ja beim letzten Mal vor ein paar Videos schon mal gesagt, da in dem hinteren Bereich, das ist schon Katastrophe. Ja, aber da reden wir ja nur über, naja, nur, ne, aber trotzdem, das ist ja noch überschaubar. Da muss sie schon schwer schlucken, als es hieß, den müssen wir wahrscheinlich neu machen. Aber jetzt hier im Haupthaus, den Dachstuhl, wenn wir den auch noch machen müssen. Also, ich weiß nicht. Also, naja, ich will jetzt nicht den Mut verlieren, aber das ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Da weiß ich gerade nicht, wie wir das hinkriegen sollen, aber gut,
Das dauert ja noch alles ein bisschen, das muss dann ja auch alles erst wieder beantragt werden und so weiter. Kannst ja nicht einfach so einen Dachstuhl runternehmen. Und da muss ich mir auf jeden Fall irgendwas ziemlich Gutes überlegen, wie wir das hier hinkriegen mit dem Dachstuhl, weil, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss mal gucken, ob mein Goldesel das irgendwie noch kompensieren kann, Freunde. Ja, mit dem Dachstuhl, das ist schon ein Stück weit Katastrophe, sag ich mal. Ja, so. Aber muss mal gucken, irgendwie kriegen wir das auch hin, bin ich mir ziemlich sicher. Wir machen erstmal unten weiter und sehen zu. Da haben wir ja schließlich auch noch reichlich zu tun vom Plan her, dass wir das erstmal alles fertig kriegen. Das Fachwerk und so weiter, alles hochbauen und so weiter. Und wenn wir dann im Obergeschoss angekommen sind, naja gut, dann bestellt sie halt einen Baukran und dann geht das mit dem Dachstuhl dabei. So einfach ist das. Gibt das Tagebuch natürlich noch ein paar Teile mehr. Geht ja nicht anders. So, ich reiße jetzt jedenfalls erstmal die Wände ab und versuche dabei, die neuen Klamotten möglichst nicht dreckig zu machen. Kennt ihr das, wenn man neue Sachen anhat, dass man irgendwie versucht, die auch sauber zu halten? Ist irgendwie völlig bescheuert irgendwie. Aber naja, so. Hier bei der Protonwand, das sieht man, ist ja kein großes Stück da an für sich. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, mit so einer schweren Makita hast du da eigentlich nicht so viel zu machen, ja, weil die bohrt da im Prinzip oder haut da eigentlich immer nur Löcher rein. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man diese Protonsteine so ein bisschen schwächt und dann praktisch aushebelt, ja, dass man die so auseinander baut. Und das funktioniert nicht am besten, genauso wie hier jetzt mit dem Brecheisen zum Beispiel. Kriegst du da am besten mit was geschickt. Und ja, da ich ja so ein bisschen Übung darin habe, ich lasse das einfach alles nur nach hinten runter plumpsen ins Erdgeschoss. Dabei hätte ich übrigens fast eine der Abwasserleitungen erwischt, die da aus der neuen Bodenplatte rausgucken. Das wäre es denn noch gewesen. Was macht man denn dann eigentlich, wenn da jetzt so ein Porotonbrocken voll drauf wämst und dann den 45-Grad-Bogen, der aus dem Beton rausguckt, zertrümmert? Ich glaube, dann hast du echt die Arschkarte. Kann das sein? Da muss man das auch garantiert alles wieder auseinanderstemmen und muss diesen Bogen wechseln. Oder kann man die irgendwie reparieren? Also das wäre mir da echt fast passiert. Und da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. So, hei. Ah ja, übrigens an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an alle, die immer so fleißig die Kommentare geschrieben haben und auch Fragen gestellt haben für unser Video, was ich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr geplant habe. Frag den Fachwerker bzw. kleine Q&A-Runde mit dem Fachwerker. Da sind einige witzige Fragen zusammengekommen. Die habe ich jetzt mal so ein bisschen zusammengetragen, ein bisschen gruppiert. Ne? Also das ist ja so einiges aus meinem Leben. Also jetzt hier so von wegen Beruf etc. Und auch natürlich viele Fragen hier zu dem Haus und wie wir das ja alles so hin und her machen. Ja? Also ja, das wird auf jeden Fall lustig, denke ich mal. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, Ende Dezember oder jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr kommt das Video dann raus und da sind dann eure Fragen drin. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, auch hier an dieser Stelle kein Problem, haut's einfach in die Kommentare. Noch ist da kein Einsendeschluss. Ja, wie man sieht, bin ich hier in der Zwischenzeit jetzt auch auf Fußbodenniveau angekommen. Und ich hatte dann erst überlegt, unten weiterzumachen, aber unten ist halt scheiße. Da stehst du dann auf dem Gerüst und musst dann so die Maschine auf Schulterhöhe oder sogar noch ein bisschen höher halten, um da an die Wand dran zu kommen. Dann habe ich gesagt, nee, ich versuche so weit wie möglich von hier oben kaputt zu kloppen, weil das halt einfacher ist. Ne? Vor allen Dingen hier stehst du halbwegs sicher und die Maschine nach unten zu arbeiten ist halt immer einfacher, als wenn du so auf so einem Gerüst stehst, weil die Ecke da unten, habt ihr ja eben gesehen, auch als ich da stehe, da ist ja auch nicht wirklich Platz fürs Gerüst. Da steht auch eine Stütze mitten im Weg und so, ist also alles Mist. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich von hier oben wegzustemmen und runterzuschmeißen, bevor ich dann letzten Endes unten dann anfangen muss. Und der Haufen wird immer größer. Das ist ja da unten das Badezimmer praktisch, ne? Der Haufen, oh, da kriege ich jetzt schon wieder Rückenschmerzen, wenn ich daran denke, das muss auch alles wieder auf den Anhänger. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich den guten alten Deutz wieder kriege, den Frontlader, dass ich das dann auch alles nach draußen kriege wieder und vor allen Dingen auch wieder auf den Anhänger. Oh weia, das wäre wieder eine wunderbare Sonntagsaufgabe, habe ich so das Gefühl. Oh Mann. So, da sind wir jetzt auch schon eine Etage tiefer, wie man sieht. Jetzt komme ich mit dem Gerüst da einigermaßen gut dran. Das ist halt immer so eine Sache, mit so einer schweren Makita auf so einem Gerüst zu stehen, also in der luftigen Höhe sozusagen. Ja, jeder kennt das so ein bisschen. Wenn man da nicht so vernünftig mit beiden Beinen auf der Erde steht, dann kannst du halt nicht so richtig kräftig arbeiten. Das ist einfach so. Aber gut, hier geht es jetzt einigermaßen. Wegen diesen Balken, die da so durchgucken, braucht euch nicht erschrecken. Das sind halt die losen Deckenbalken von dieser Zwischendecke, die dazwischen war. Da liegt natürlich jetzt nichts mehr drauf. Die halten sich so ein bisschen selber über diese tragende Konstruktion mit den Dachlatten da oben und mit den Spanplatten und so. Also da sollte man natürlich jetzt nicht mehr drauf gehen, das ist klar, aber die brechen auch so schnell nicht raus, weil die auf der anderen Seite, also an der Außenwand so gesehen, auch noch im Mauerwerk drinne stecken. Ja? Also da muss ich mal gucken, die ziehe ich natürlich als nächstes auch irgendwie raus, da muss ich mal sehen, ob ich das irgendwie einfach abschneide oder so, muss ich mal gucken.
Ja, hier, das geht eigentlich ganz gut. Auch da wieder von oben angefangen. Da musste ich erst ein bisschen gucken, wie das da alles verhackstückelt war. Aber letzten Endes lag da jetzt so nichts mehr drauf. Keine Last, gar nichts. Das stand alles frei im Raum. Und wie immer, wenn man erstmal den Anfang hat, man sieht es, von oben kann man es eigentlich am besten abbauen. Schön von oben nach unten. Dann kriegst du die Steine recht gut auseinander. Und das hat sich bisher als ganz gute Methode bewährt. Ne? So, und so kannst du da von oben nach unten. Also bislang, die Wand ist auch so ein witziges Potpourri aus Bruchsteinen, aus alten Steinen, ein bisschen Mörtel. Da seht ihr das Rohr, was da noch drin steckt. Gut, da muss später natürlich auch wieder ein Rohr hin, weil wir ja letzten Endes da oben jetzt auch noch Abwasser reinkriegen. Aber das kann man auf jeden Fall ein bisschen besser integrieren. Die alte Stütze, die brauchen wir auch nicht mehr. Die stand da vorher noch so als kleine Angststütze immer in dem Sturz. Gut, so jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ich habe dann zugesehen, an der Stelle hat man auch vielleicht eben schon gesehen, dass die Wand schon ganz schön gewackelt hat. Immer wenn ich da oben die Makita angesetzt habe, und das nutze ich jetzt hier an dem Rohr da oben, die Verlängerung, und mit so ein bisschen Wippen, das kenne ich ja schon, dann fällt das Ding recht gut um. Tada! So, ein bisschen ärgerlich ist, man sieht jetzt hier vielleicht unten, mein Unterstopfmörtel, der hat verdammt gut gehalten. Ich hatte das eine Stück ja schon untermauert und der hat leider zu gut gehalten an der Stelle und ist dann mit kaputt gebrochen da unten. Naja, egal. Passiert, ich fühle mich wieder so ein bisschen wie eine Trümmerfrau. Ich zerkleinere jetzt dieses Stück da, noch weil ich jetzt Angst hatte, dass das noch an die Außenschale drückt, aber alles cool. Ja, und da ist die Wand weg, würde ich sagen. Ne? Ging ja relativ fix, also jetzt hier der letzte Rest. Habe ich mich dann entschlossen, sie einfach umzuwerfen. Habt ihr ja gesehen, hat wieder ganz gut funktioniert, nachdem so ein bisschen weg war. Ich hatte nur so ein bisschen Sorge, dass ich die Innenschale hier beschädige. Das wollte ich nämlich nicht. Hat aber geklappt, da ist es schön vorhergesegelt. Was ein bisschen doof ist, hier unten meine Klinker, die ich hier schon hingemauert hatte, um diese Wand ursprünglich zu unterstützen, die sind leider abgeknickt. Naja, mal gucken, ob ich die nochmal benutzen kann. Muss ich mal schauen, wie ich den Mörtel da abkriege. Und da hatte ich mir so eine Mühe mit dem Unterstopfmörtel gegeben. Oh, so ein Mist. Ach, hier übrigens, wo wir hier gerade stehen, hier an dem Fachwerk, es hatte mal einer gefragt, wie das denn aussieht, wie wenn so ein Pin hier angeblattet wird. Ne, hier mal, weil an dieser Stelle haben wir das so gemacht. Nur mal so jetzt ein kleiner Exkurs in Fachwerksrestauration. Da schneidet man hier praktisch den Pin ab auf die richtige Stelle und dann kann man den entsprechend hier mit einem Ausgleichsholz dann wieder anblatten, nennt man das. Ne? Hat der Zimmermeister gemacht, fand ich sehr toll. Auch hier auf dieser Seite, hier ist es auch nochmal gemacht. Ja, so sieht das dann aus. Ne? Wird das Ganze denn mit Holznägeln zusammengezangelt und hier kommt noch so ein spezieller Holzleim noch rein und dann ist das praktisch eine bleibende Verbindung. So, das jetzt also nur so einmal als kleiner Exkurs. Naja, ich bin froh, die Scheiße kann weg, beziehungsweise jetzt fängt mir schon wieder an, der Rücken weh zu tun, weil ich habe das Gefühl, ich muss mich auch irgendwie darum kümmern, wie ich diesen ganzen Haufen Schutt jetzt wieder nach draußen kriege. So, Freunde, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Bis dann, Leute. Bleibt sauber und ciao, ciao.